Hallo und willkommen in meiner Küche. Die bleibt heute im Wesentlichen kalt, denn es gibt eine Gazpacho und zwar außer den üblichen Zutaten mit einer Wassermelone. Zyniker würden sagen, das ist kalte Suppe, aber es ist natürlich etwas ganz anderes. Bevor es an das Zerteilen der Melone geht, muss noch etwas Vorarbeit geleistet werden. Da ich ein mildes Essigaroma haben möchte, bereite ich mir eine einfache Essigsoße zu. In einen Topf gebe ich Salz, großzügig Pfeffer, einen Esslöffel Sherryessig, der hat 7% Säure, sowie einen Esslöffel Wasser und einen Esslöffel Kirschkonfitüre. Alles wird verrührt und für 2 bis 4 Minuten bei mittlerer Hitze gekocht, bis der Essig seine Schärfe verloren hat. Dabei verdampft das Wasser und die Soße ist fertig, wenn die Blasen etwas schwerfällig werden. Sie wird zur Seite genommen und kann auskühlen. Dann werden noch 2 Tomaten gepellt. Dazu gebe ich sie eingeschnitten in kochendes Wasser, lasse sie 30 Sekunden darin, nehme sie heraus und schrecke sie in kaltem Wasser ab. Das ermöglicht mir, sie anzupacken, um die Haut ganz leicht abziehen zu können. Anschließend wird sie grob zerteilt, nicht ohne jedoch den Stielansatz herauszuschneiden. So, nun geht es an die Wassermelone. Ich habe mir bereits eine Ecke abgeschnitten. Im Zentrum der Wassermelone befindet sich nicht nur der schmackhafteste Teil der Melone, in diesem befinden sich außerdem keine Kerne. Also schneide ich ihn heraus und gebe ihn auf einen Teller. Er wird so gelegt, dass man die sichtbaren Kerne am Rand leicht entfernen kann. Dazu nehme ich einfach einen Löffel. Das Stück schneide ich in Scheiben und diese in Würfel, die ich in eine kleine Schüssel gebe und zur Seite stelle. Nun wird der Rest der Melone in Angriff genommen. Zunächst müssen auch hier die Kerne entfernt werden. Diese befinden sich nicht in vollkommen ungeordneter Form in der Frucht, sondern meist in einer Reihe. Auch hier reicht der kleine Löffel vollkommen aus, um aufzuräumen. Im Grunde genommen müssen einfach Stücke geschnitten, diese von den Kernen befreit und anschließend in den Standmixer gegeben werden. Die Kerne müssen leider herausgesucht werden, da sie sonst beim Mixen mit zerkleinert würden. Bei mir hat das Entfernen der Kerne gerade mal 5 Minuten gedauert. In den Mixer gebe ich noch die grob geschnittenen Tomatenstücke. Die Tomate gibt ein herzhaftes Aroma und macht das Essen geschmacklich interessanter. Zunächst mixe ich in meinem Standmixer einmal alles kurz durch. Deckel drauf und ab die Post. Dachte ich zumindest. Meine Melonenstücke waren wohl doch etwas zu groß und es wurde nur der untere Teil püriert. Nichts zu machen. Also Deckel wieder ab und alles ein klein wenig nach unten gedrückt. Deckel wieder drauf und voilà, 10 Sekunden und alles war fertig. Natürlich muss auch noch ein klein wenig gewürzt werden. Basilikumblätter, Olivenöl und meine Essigmischung gebe ich in den Mixer und lasse alles noch einmal 10 Sekunden durchlaufen und meine Grundlage ist fertig. Wer sich nun fragt, das ist aber ein bisschen viel, ja und nein. Hier seht ihr, wie sich die Pulpe oben absetzt und im unteren Bereich ist eigentlich nur Wasser. Später wird nur der obere Teil verwendet, der dann auch schön dickflüssig ist. Damit der Gazpacho schön kalt wird, gieße ich ihn in eine Metallschüssel und stelle ihn in den Kühlschrank. Man kann natürlich auch noch einmal probieren, aber würzen lohnt sich in diesem Moment noch nicht. Denn wir wollen den Gazpacho ja noch interessanter machen im Sinne von sättigend. 2 Scheiben Weißbrot werden in Würfel geschnitten und in Olivenöl geröstet. Die Pfanne wird gut erhitzt, wenn sie heiß ist, das Öl hineingegeben und dann das Brot. Aufgrund der hohen Hitze wird das Brot relativ schnell braun, also bitte nicht weggehen. Ist es einmal braun, wird es gewendet und dann die Hitze auf die kleinste Stufe reduziert. Nun kann das Brot vor sich hin brutzeln und dabei austrocknen, denn wir wollen es schön knusprig. Bis das soweit ist, schneide ich noch etwas Feta-Käse in Würfel von 1 cm Kantenlänge und entkerne ein paar schwarze Oliven. Das geht eigentlich nur dann einfach, wenn man die Olive zunächst mit dem Messerrücken platt drückt,
aufschneidet und erst dann lässt sich der Kern ohne Mühe entfernen. Eine Frühlingszwiebel wird vorbereitet und gewaschen und dann schräg in kleine Stücke geschnitten und eine halbe Gurke mit einem Sparschäler in dünne, lange Streifen geschnitten. Diese werden gesalzen, gut gepfeffert und anschließend aufgerollt. Zwischendurch waren meine Brotcroutons auch fertig und ich habe sie auskühlen lassen. Nun kann endlich angerichtet werden. In meinen relativ großen Pastateller gebe ich die Croutons, darauf verteile ich die Melonenstücke, den Feta-Käse sowie die Olivenhälften. Die Gurkenröllchen dürfen natürlich nicht fehlen. Darum herum gebe ich etwas Olivenöl und beinahe hätte ich die Frühlingszwiebel vergessen. Es ist nicht ganz einfach zu sehen, aber nun gebe ich noch etwas grobes Salz, nämlich Fleur de Sel, auf das Essen sowie Pfeffer aus der Mühle. Nach meinem Studium habe ich kurz im Service gearbeitet und Suppenbestellungen waren mir immer ein besonderes Gräuel, denn mit einem Teller zum Gast zu gehen, ohne den Tellerrand zu verkleckern, war mir leider unmöglich. Deswegen gebe ich die, in Anführungszeichen, eigentliche Brühe nun in ein Sahnekännchen. Nun kann sich jeder am Tisch selber bedienen. Das bringt nicht nur ein bisschen Abwechslung, es hat auch den Vorteil, dass man sehen kann, was sich auf dem Teller befindet. Obwohl mein Mann im Besonderen, aber auch ich einer Gazpacho immer sehr skeptisch gegenüber gestanden haben, muss ich sagen, wir waren beide von dem Essen begeistert. Die Einlagen machten die kalte Suppe zu einem wahrhaften Geschmackserlebnis. Das Brot war knusprig, die Gurken knackig, die Melonenstücke zart und der Feta-Käse, die Oliven und die Frühlingszwiebel würzig. Und es war auch reichlich. Ich hoffe, ihr probiert diesen Gazpacho einmal aus. Es lohnt sich wirklich. Ihr könnt es zum Beispiel als Vorspeise zu einer Forelle mit Kohlrabi machen. Den Link findet ihr unten. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Zubereiten, schön cool bleiben und wie immer guten Appetit!